Ich gehe in Kur nach Bad Salzuflen. Johannes hat mir dort kurzfristig einen Platz besorgt. Das muss doch gefeiert werden. Wie nett von Johannes. Und weißt du, was das Beste ist? Elisabeth kommt mit und bleibt die ganze Zeit. Guten Tag. Hallo, ich bin Anne Siebert, Pauls Französischlehrerin. Ist Paul da? Ist Paul da? Pauls Lehrerin? Ich hoffe, es ist nichts passiert. Nein, machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin nur hier, weil ich Paul besuchen wollte. Und Sie sind? Entschuldigung, Susanne Brandner, ich bin seine Mutter. Hallo. Ist er denn zu Hause? Ich weiß es nicht, aber ich kann gerne nachsehen. Eine Frage, Frau Siebert. Kommen Sie eigentlich bei all Ihren Schülern persönlich vorbei, um nach ihm zu sehen? Nicht unbedingt. Aber Paul ist jetzt seit mehreren Wochen mein Schüler und bisher habe ich ihn kein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Aber warum sollte meine Frau mich denn nicht begleiten dürfen? Ich habe mich nur gewundert, weil... Hat Elisabeth denn so viel Zeit? Kannst du mir keinen Kurs schatten? Ach, Johannes, ich muss mich immer wieder bei dir bedanken. Dr. Beitsch meinte, um diese Zeit in Salzuflen unterzukommen, wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe nur einen alten Kontakt genutzt, also nicht der Rede wert. Ich bitte dich, besorgst mir einen Platz in der besten Klinik weit und breit und beurlaubst auch noch meine Frau. Wir sollten deine Sachen fertig packen. Ja gut, machen wir es kurz. Danke. Nico. Also, komm gesund zurück. Auf bald. Auf bald. In alter Frische. Ich habe wirklich gedacht, ihr wollt ihn abschieben, damit ihr... Es ist traurig, dass du so von uns denkst. Elisabeth und ich haben dir versprochen, dass wir uns in Zukunft aus dem Weg gehen werden. Ich weiß. Dann solltest du auch wissen, dass ich mich an mein Wort halte. Arno ist mir sehr wichtig. Und ich würde mich nie zwischen ihn und seine Frau drängen. Ja, dann muss ich mich wohl entschuldigen. Oben ist er nicht. Dann habe ich leider auch keine Ahnung, wo Paul steckt. Das Gefühl kenne ich. Kommen Sie erst mal rein. Gerne. Möchten Sie was trinken? Wenn Sie ein Wasser hätten? Nehmen Sie Platz, bitte. Was ist denn hier los? Und jetzt noch mal von vorne. Sie sind also Pauls neue Lehrerin. In Französisch, genau. Ich bin von Hamburg hierher versetzt worden und habe seinen Kurs übernommen. Und Sie haben Paul in diesem Schuljahr kein einziges Mal in Ihrem Kurs angetroffen? Nicht einmal. Er macht sich jeden Morgen auf den Weg und aufgefallen ist mir auch nichts. In den anderen Fächern ist er auch regelmäßig anwesend, wie ich jetzt erfahren habe. Nur bei mir fehlt er immer. Ständig heißt es, er ist krank, er ist entschuldigt. Ich verstehe das nicht. So, Ihr Tisch, bitteschön. Danke. Danke, Angelo. Die Karte bringe ich gleich. Wahrscheinlich hast du dir deine Rückkehr nach Königsbrunn etwas anders vorgestellt. Zumindest habe ich nicht erwartet, dich und Elisabeth beim Knutschen zu erwischen. Nico, es war nur dieser eine Kuss. Und dabei wird es auch bleiben. Ich stelle doch gar nicht mehr in Abrede, wie viel ich für Elisabeth empfinde. Das tue ich wirklich. Aber sie gehört zu Arno. Bitte sehr. Danke. Danke sehr.
Und natürlich wollte ich niemanden verletzen, dich am allerwenigsten. Das hast du aber. Du bist mein Vater und Arno irgendwie auch. Weißt du eigentlich, in was für eine Lage du mich gebracht hast? Das ist mir bewusst. Und ich hoffe nur, dass du mir diesen Ausrutscher verzeihst. Aber viel wichtiger ist, dass du mir endlich wieder vertraust, Nico. Ich kläre das, sobald ich ihn sehe. Das kann ich nur hoffen, Frau Brandner, denn wenn Paul nicht bald im Unterricht erscheint, muss ich die Schulleitung einschalten. Hallo. Wiedersehen. Wiedersehen. Was war das gerade? Paul schwänzt die Schule? Auf jeden Fall den Französischunterricht. Erst bleibt Lisa fast sitzen und jetzt das. So kenne ich Paul gar nicht. In seinem Alter macht man ihm ab und zu mal blau. Aber doch nicht seit Wochen. Da muss irgendwas vorgefallen sein. Ich krieg auch gar nichts mehr mit. Wer weiß, mit wem er tagsüber so rumhängt. Für sein Verhalten gibt es bestimmt eine ganz simple Erklärung. Also wenn ich mir vorstelle, dass unser Kind die Schule schwänzen würde. Du meinst das Kind, das noch gar nicht gezeugt ist? Was nicht ist, kann ja noch werden. Ich kann es gar nicht mehr abwarten. Meine Frau mit einem dicken Kugelbauch. Warum ist es eigentlich immer mein dicker Kugelbauch? Du tust ja gerade so, als wäre es beschlossene Sache, dass ich das Kind austrage. Ist es nicht? Nein. Du kannst es genauso gut bekommen. Und dann die Tempelanlagen in Sukhothai. Die sind so groß, dass man sich Fahrräder mieten muss, damit man alles besichtigen kann. Kannst du dir Mimi auf einem Fahrrad vorstellen? Oh, bei meiner Mutter kann ich mir einiges vorstellen. Ich muss dir unbedingt die Fotos zeigen. Ich habe die selbst entwickelt, hat Mimi mir gezeigt. Sie hat dir sicher eine Menge beigebracht. Mimi ist so toll. Und wir haben so viel zusammen erlebt. Oh, schön. Und ich freue mich natürlich, dass du wieder hier bist, um dich an unsere Abmachung zu halten. Mein Abitur. Nichts ist wichtiger als ein vernünftiger Abschluss. Und wenn du dein Abitur in der Tasche hast, stehen dir alle Möglichkeiten offen. Ich weiß. Am besten, du gehst gleich morgen zu deiner alten Schule und meldest dich für die 13. Stufe an. Ich glaube, ich bin nicht auf dem neuesten Stand, was die modischen Verwirrungen deiner Generation betrifft. Normalerweise laufe ich auch nicht so rum, aber ach, eine ganz blöde Geschichte. Ja, ich sage Konstantin, dass du da bist. Danke. Danke, Frau Kepler. Ich bin schon da. Bei der Frau kriege ich irgendwie immer Gänsehaut. Ich weiß, dass du auf ältere Frauen stehst. Aber Frau Kepler? Haha. Sag mal, wer hat dir eigentlich schon wieder die Kleider vom Leib gerissen? Anne? Als du ihr erzählt hast, dass du ihr Schüler bist? Nein, es war viel schlimmer. Anne ist bei uns zu Hause aufgetaucht und Susanne direkt in die Arme gelaufen. Ich konnte eben noch aus dem Fenster springen. Beleg doch mal einen Kurs. Wie beam ich mich am schnellsten weg? Du bist echt ein toller Freund. Ich musste den ganzen Weg zu Fuß hierher laufen, mich anpöbeln lassen. Und dann hat mir noch ein Typ hinterher gepfiffen. Und was erwartest du von mir? Ein bisschen Mitleid. Nee, Paul. Das kannst du dir stecken. Seit Wochen verarschst du die Frau, auf die du stehst. Ist doch wohl klar, dass es irgendwann nach hinten losgeht, oder? Ich verarsche Anne nicht. Ich warte nur auf den richtigen Zeitpunkt, um ihr die Wahrheit zu sagen. Und wann ist der? Wenn sie ihren Job verloren hat, weil sie sich auf einen Schüler eingelassen hat? Wenigstens hast du dich mit Johannes versöhnt. Ach, Jana, dieser Getränkehändler, von dem ich dir noch erzählt habe, der hat wieder angerufen. Was meinst du, soll ich mich mit ihm treffen? Schaden kann es ja nicht. Wenn er uns gute Konditionen anbietet, können wir ihn ja mal ausprobieren. Ich guck mal, was ich da rausholen kann. Cool, wie ihr das hier alles im Griff habt. Wir hatten auch gar keine andere Wahl. Wenn Coco, Andi und ich nicht reingehauen hätten, dann wäre der Laden jetzt pleite. Und wir wahrscheinlich auch. Aber du bist schon stolz auf das, was ihr hier geschafft habt. Klar. Aber manchmal bin ich auch ganz schön fertig, wenn ich dann noch im Krankenhaus arbeiten muss.
Sei du mal froh, dass du deinen Abi nachmachst. Dann kannst du dir wenigstens aussuchen, was du studierst. Aber du hast doch auch Fachabitur. Damit kannst du doch auch studieren, was du willst. Aber nicht Medizin. Ich will gar nicht Medizin studieren. Eigentlich will ich gar nichts studieren. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich mache das Abitur nur Johannes zuliebe. Du willst gar nicht? Ich will Fotografin werden. Ich bin gleich mit ein paar Jungs im Blue Eyes verabredet. Meinst du, deine Schwester kommt auch? Glaube ich eher nicht. Hat sie was gesagt? Nur wenig. Und das willst du ganz bestimmt nicht hören. Ich bin ja auch selbst schuld. Mann, ich weiß doch auch, dass ich Mist gebaut habe. Aber Lisa gibt mir nicht mal die Chance, es irgendwie wieder gut zu machen. Konstantin von Lahnstein? Hallo Konstantin, Susanne hier. Susanne? Hör mal, ich kann Paul nicht erreichen, weil er sein Handy zu Hause vergessen hat. Ist er vielleicht bei dir? Paul? Nee, Paul ist nicht hier. Soll ich ihm irgendwas ausrichten, wenn ich ihn sehe? Ja, sag ihm bitte... Ach nein, lass. Ich sehe ihn sowieso, wenn er nach Hause kommt. Aber danke. Bis dann. Tschüss. Ich soll dir ausrichten, dass du dich nie wieder zu Hause blicken lassen sollst. Und dass sie dich den Kopf kürzer macht, falls doch. Ich dachte schon. Mist, ich muss Susanne irgendwie hinhalten. Willst du dich jetzt auch noch vor Susanne verstecken? Paul, hör endlich auf mit dem Schwachsinn. Anna hat sich gerade in mich verliebt. Da bin ich mir sicher. Und wenn ich ihr jetzt sage, dass ich Schüler bin, dann... Dann wird sie dich bestimmt nicht direkt heiraten. Aber sie weiß endlich, woran sie ist. Also, was ist jetzt? Ja, ich muss es ihr sagen. Und hoffen, dass sie mich nicht direkt in die Wüste schickt. Natalie, hallo. Hey, Carla, ich dachte, ich schau mal wieder bei dir vorbei. Ach, gib das her. Natalie. Eine Zeitschrift für werdende Mütter. Du bist doch nicht etwa... Nein, nein, um Gottes Willen. Naja. Susanne und ich, wir wünschen uns ein Kind. Hey, ich habe kein Problem damit. Ich will dir nicht wehtun. Carla, das ist lieb von dir, aber ich komme damit klar. Und wie wollt ihr das machen? Das wissen wir noch nicht. Wie war das für dich? Die Schwangerschaft. Naja, sagen wir mal so. Gregor und ich, wir hätten damals ein Kondom benutzen sollen, dann hätte ich mir einiges erspart. Erst wollte ich das Kind ja gar nicht haben, wegen Ansgar. Naja, und dann ging es mir gesundheitlich immer schlechter. Ja, das war schlimm für dich. Das war ein Albtraum. Ich durfte mich monatelang nicht bewegen, um das Kind nicht zu gefährden. Und genutzt hat's gar nichts. Leider kann ich nicht mehr schwanger werden, aber wenn ich könnte... Ich würde mich 9 Monate lang ans Bett fesseln lassen und nicht mal den kleinen Zeh bewegen. Das wäre es mir wert. Hi, Nico. Hi. Musst du um diese Zeit nicht schon längst im Bett sein? Was? Ja, du musst doch morgen fit sein. Oder hast du im Dschungel vergessen, wann die erste Stunde anfängt? Du hast mit Johannes gesprochen. Na, du bist ja nicht so begeistert. Doch, ich bin total begeistert. Sieht man es nicht? Ach, die Mädels da drüben sind im Übrigen auch in deiner Stufe. Falls du mal Hallo sagen willst. Ja, mach ich gleich. Andi, machst du mir 4 Bier? Okay, dann müssen die Typen da hinten eben kurz warten. Zack. Danke. Hi, ich gebe eine Runde aus. Warum nicht? Ich wollte mich nur kurz vorstellen. Ab morgen bin ich auf eurer Schule und dann sind wir in der gleichen Stufe. Echt? Das ist ja geil. Ich bin Jasmin, das ist Svenja, Jessie und Steffi. Hi, ich bin Nico. Warum kommst du jetzt zu uns? Ich habe eine kleine Pause eingelegt. Ich war auf Reisen. Wow. Was habt ihr denn so für Leistungskurse? Das ist so geil. Was denn? Dass du diesen Typen kennst. Welchen Typen?
Naja, ich schleppe meine Freundin schon seit Tagen hierher, weil ich total auf diese süße Schnitte an der Bar stehe. Du meinst Andi? Sag mal, meinst du könntest mir seine Telefonnummer besorgen? Ja, klar, aber warum fragst du nicht einfach selbst? Nee. Du könntest ihm natürlich auch einen Zettel zustecken und ihn fragen, ob er mit dir gehen will. Dann könnt ihr ankreuzen, ob ja, nein oder vielleicht. Echt? Meinst du? Habt ihr mal was zu schreiben? Ich weiß, wie sehr du unter deiner Fehlgeburt gelitten hast. Aber verdrängen bringt auch nichts. Das habe ich von den Therapeuten in der Klinik gelernt. Trotzdem würdest du das alles noch mal durchmachen wollen? Ich wollte immer Kinder haben. Und ein Risiko bleibt eine Geburt immer. Sag mal, Carla, verstehe ich das jetzt eigentlich richtig? Du hast dich entschlossen, ein Kind zu bekommen. Nein. Ach, ich weiß es nicht. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ob ich ein Kind haben will. Das war nie Teil meiner Lebensplanung. Und jetzt? Könntest du dir vorstellen, dass es ein Teil deiner Lebensplanung wird? Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, mit Susanne ein Kind zu bekommen. Aber es selbst austragen? Mann, jetzt stell dich nicht so an. Du klopfst jetzt einfach und sagst dir die Wahrheit. Hallo Anne, ich bin dein Schüler. Hallo Anne, es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe, aber... Paul! Hallo Anne. Oh nein, wir waren verabredet, oder? Tut mir leid. Hab ich total vergessen, aber ich muss mich auch mit dem Schüler rumschlagen. Du misshandelst Schutzbefohlene? Dazu müsste ich ihn erst mal finden. Der lässt sich nämlich nie in meinen Unterricht blicken. Ah. Übrigens heißt er auch Paul. Davon gibt's ja mittlerweile viel zu viele. Und da musste ich wieder in die Schule eine Französischklausur vorbereiten und danach eine Lehrerkonferenz. Und jetzt bin ich hier und habe mir einen gemütlichen Feierabend mit dir verdient. Wir waren nicht verabredet, Anne. Nein? Nein, aber ich muss trotzdem mit dir reden. Es liegt ja nicht mal daran, dass ich Angst hätte vor den Schmerzen. Oder der ständigen Kotzerei, den üblen Rückenschmerzen und der Tonne Übergewicht. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Nein, es ist eher die Vorstellung, dass ich meinen Körper 9 Monate lang mit jemandem teilen soll. Das macht mir Angst. Ihr redet über Schwangerschaften. Lasst euch nicht stören. Wie macht man das denn so als Lesbenpaar? Geht ihr zusammen, Bank? Na, für Sie stellt sich die Frage ja auch nicht mehr. Sie lassen Ihre Muttergefühle ja voll und ganz an meinem Sohn aus. Wir haben nur ganz allgemein über Schwangerschaften geredet. Also wenn ihr meine Meinung hören wollt. Darauf können wir gerne verzichten. Nein, wieso? Lass sie doch. Am Anfang wollte ich es natürlich nicht wahrhaben. Aber dann, als ich das erste Mal den Herzschlag meines Kindes gehört habe, ich hätte wirklich heulen können vor Glück. Und als er dann anfing, sich zu bewegen und ich merkte, da wächst jemand in mir heran. Ich habe noch nie vorher so ein intensives Gefühl von Nähe verspürt. Ja. Das verspürst du sicherlich nicht oft. Für dich also ein ganz besonderes Gefühl. Wollen wir hoch? Es ist nicht nur besonders, Carla. Es ist das Beste, was im Leben einer Frau passieren kann. Ich habe erst gedacht, die macht Witze, aber als sie Andi wirklich diesen Zettel zugesteckt hat... In deiner Stufe sind bestimmt nicht alle so. Nimmst du mich morgen mit dem Wagen mit? Ach, deshalb freust du dich so, dass ich wieder zur Schule gehe, ja? Die Mädchen finden das eben voll geil, wenn ich mit so einem Wagen vorgefahren werde. Bitte reden wir nicht mehr von Jasmin. Ich habe wirklich keine Lust auf solche Tusen. Und noch weniger Lust habe ich auf mein Abitur. Das hast du Johannes aber versprochen. Ja, ich weiß, deshalb habe ich ja auch keine Ahnung, wie ich es ihm beibringen soll. Na, ihr beiden, hattet ihr einen schönen Abend? Sag mal, wo kommt denn diese Zeit eigentlich her? Hoffentlich habt ihr ausgiebig gefeiert. Denn auch für dich, Nico, beginnt morgen wieder der Ernst des Lebens, wenn es gilt, das letzte Schuljahr in Angriff zu nehmen. Was musst du mir denn so Dringendes sagen? Eigentlich wollte ich schon längst mit dir drüber reden, aber
das ist gar nicht so einfach. Ich hole uns erstmal was zu trinken, dann fällt es dir vielleicht leichter. Nein, nein, bitte, bitte. Dann schieß mal los. Also wie gesagt, eigentlich wollte ich es dir schon lange sagen. Aber ich hatte Angst, dass du dann nichts mehr mit mir zu tun haben willst. Anne, ich bin dein... Du bist so süß. Was? Ich weiß doch, was du mir sagen willst. Nein, weißt du nicht? Doch. Aber das musst du gar nicht. Und du musst mir auch nicht mehr den coolen Typen vorspielen. Anne, es ist wirklich wichtig. Aber ich weiß doch schon längst, dass du dich in mich verliebt hast. Lass uns in ein paar Tagen wieder telefonieren. Und grüß Papa von mir, ja? Gut, mach ich. Tschüss, Elisabeth. Ah, du kannst was erleben. Ach, du bist... Hallo, ich freue mich auch, dich zu sehen. Tut mir leid, ich dachte, es wäre Paul. Und ich hatte mich schon auf eine saftige Strafpredigt vorbereitet. Komm erst mal rein. Manchmal treiben mich die beiden wirklich zum Wahnsinn. Lisa und Paul? Warum hat mir eigentlich keiner gesagt, wie anstrengend Teenager werden können? Dann hätte ich mir das noch mal überlegt, ob ich die Mutterrolle übernehmen will. Genau darüber will ich mit dir reden, deswegen bin ich hier. Über Paul und Lisa? Nein, über die Mutterrolle. Beziehungsweise das Muttersein, also Mutter werden. Du weißt, was ich meine. Nein, nicht wirklich. Ich habe noch mal darüber nachgedacht, was du heute Morgen gesagt hast. Was habe ich denn gesagt? Dass genauso gut ich das Kind austragen könnte. Ich bin überzeugt davon, dass eine Schwangerschaft ein ganz besonderes Erlebnis sein muss für eine Frau. Die meisten sind ja ganz wild darauf. Ich weiß noch immer nicht, worauf du hinaus willst. Susanne, ein Kind mit dir zu kriegen, ist mein größter Wunsch. Aber ich werde es nicht austragen. Ich kann es nicht. Und ich will es auch nicht. Wir dürfen das nicht, Anne. Was? Was dürfen wir nicht? Wir sollen es verbieten. Du willst nicht mit mir schlafen. Doch, doch, natürlich. Oh Mann, du hast ja keine Ahnung, wie sehr ich das will. Also, schalt endlich deinen Kopf ab. Und bleib heute Nacht bei mir.